Heute werde ich euch mal zeigen, wie ich eine Insekten- bzw. Bienentränke bauen werde. Ja, und als Gefäß verwende ich jetzt gleich diese Kuchenbodenform. Die hat jetzt in meinem Fall einen Durchmesser von 28 cm. Alternativ zu der Kuchenbodenform könnt ihr aber auch beispielsweise Untersetzer nehmen oder halt andere flache Gefäße. Für mein Projekt werde ich verschiedene Moosarten verwenden. Stellenweise sind da auch noch kleine Kieselsteine drin, weil das Moos stammt aus meinem Garten. Dann habe ich in meinem Garten etwas Sternenmoos gefunden. Das blüht sogar, so ganz kleine weiße Blüten sind da später dran. Das wird natürlich im Laufe der Zeit auch noch größer. Dieser Schachtelhalm, der stammt aus meinem Gartenteich. Und dann habe ich hier noch Hainsimsen. Welche genaue Art von Hainsimsen das jetzt ist, kann ich euch jetzt leider an dieser Stelle auch nicht sagen. Hatte ich auch vorhin aus dem Garten geholt. Dann haben wir hier einen getrockneten Lavendelast und nicht zu vergessen ein paar Kieselsteine. Ja, und ich werde das Ganze jetzt mal folgendermaßen einarbeiten. Zunächst arrangiere ich mir mal meine Pflanzen. Also guck mal, wo ich die jetzt nachher überhaupt hinhaben möchte. Die kommen jetzt mehr so auf eine Seite später. Oder vielleicht so. Ja, kann man ja immer noch alles anders platzieren, ist ja überhaupt kein Problem. Dann nehme ich mir etwas Moos hinzu. Ich möchte hier auch so weitestgehend den Rand nachher vertuschen. Nehme mal einen Stein hinzu und dann einfach so, ich sag mal, nach Gefühl einarbeiten, wie ihr das halt leiden mögt. Ich werde das dann aber auch so machen, dass man diesen Kuchenboden oder Kuchenbodenform so rum, nachher nicht mehr sehen kann. Ne? Das würde mir jetzt optisch nicht so wirklich zusagen. Die Steine, das ist eigentlich Schotter, um genau zu sein. Den hatte ich noch im Garten rumliegen. Ich hatte den jetzt auch ordentlich durchgewaschen, damit dann nachher nicht diese Ablagerungen damit drin sind. Das sieht nicht so prall aus. Ja, und wie bereits erwähnt, jetzt einfach so einarbeiten, wie ihr das halt leiden mögt. Die Pflanzen werden im Übrigen auch noch in das Moos, ich sag mal so, eingebettet werden. Ne? Die müssen ja auch irgendwie einen Halt finden. Und ja. Ich werde jetzt noch ein paar Schneckenhäuser hinzulegen. Die hatte ich gestern bei mir im Garten gefunden. Das wäre jetzt letzten Endes viel zu schade gewesen, die einfach, ja, ich sag mal, zu entsorgen. Und dann wird das Ganze natürlich auch noch mit Wasser befüllt werden. Ja, und somit hat man jetzt eine sichere Tränke für Insekten und halt auch für Bienen. Und wer es nicht wusste, die Bienen beispielsweise sind nicht in der Lage zu schwimmen. Und wer sich jetzt auch noch fragen sollte, ja, warum baut man überhaupt eine Tränke für Insekten oder halt auch für Bienen? Ja, es gibt ja nun mal auch Regionen, dort ist nicht ausreichend Wasser für die Insekten vorhanden. Und die Bienen beispielsweise, die nehmen das Wasser halt auch, um ihren Stock runterzukühlen oder halt ihren Bau. Aber ich glaube, man sagt ja, man sagt ja auch letzten Endes Bienenstock. Wie gesagt, um den halt runterzukühlen. Was außerdem auch noch wichtig ist, dass ihr euer Wasser regelmäßig wechselt. Nicht, dass da im schlimmsten Fall halt im Laufe der Zeit, ich sag mal, so eine Brühe drin entsteht. Das fänden die Bienen und anderen Insekten halt letzten Endes nicht so prall. Und halt auch regelmäßig gucken, ob da überhaupt auch noch genug Wasser drin vorhanden ist. Ja, und das Ganze wird jetzt nachher bei mir einen sonnigen Standort erhalten. Es bleibt jetzt hier aber wirklich jedem selbst überlassen, ob er das Ganze auf dem Balkon, Terrasse oder halt im Garten platzieren möchte. Ja, und alle benötigten Materialien für das Projekt findet ihr wie üblich in der Videobeschreibung. Ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!